Lektion 1. Hast du den Film gestern Abend gesehen? Hallo Anna, hast du den Film gestern Abend gesehen? Ja, habe ich. Es war ein actionreicher Thriller. Hast du ihn auch gesehen? Nein, ich habe es verpasst. Wie war es? Würdest du es weiterempfehlen? Es war wirklich gut. Die Handlung war packend und das Schauspiel war hervorragend. Das klingt faszinierend. Ich werde mir auf jeden Fall Zeit nehmen, es mir anzusehen. Das solltest du. Ich denke, du wirst es genießen, besonders wenn du spannende Filme magst. Ich mag einen guten, spannenden Film. Danke für die Empfehlung. Kein Problem. Lass mich wissen, was du denkst, nachdem du es gesehen hast. Wird reichen. Also, wer waren die Hauptdarsteller des Films? In den Hauptrollen waren Mark Johnson und Emily Adams zu sehen. Sie hatten eine großartige Chemie. Ah, ich kenne Mark Johnsons Arbeit. Er ist ein talentierter Schauspieler. Ja, er hat in diesem Film eine starke Leistung abgeliefert. Ich freue mich darauf, ihn in Aktion zu sehen. Irgendwelche denkwürdigen Szenen? Es gab viele intensive und einprägsame Szenen, besonders den Höhepunkt. Das klingt aufregend. Ich kann es kaum erwarten, diese aufregenden Momente zu erleben. Ich werde es Ihnen nicht spoilern, aber bereiten Sie sich auf einige aufregende Momente vor. Ich freue mich jetzt mehr darauf, es mir anzusehen. Danke, dass du die Vorfreude geweckt hast. Du bist willkommen. Ich hoffe, es entspricht Ihren Erwartungen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Ihr Filmgeschmack ist normalerweise genau richtig. Ich freue mich, dass du meinem Urteil vertraust. Ich denke, wir haben einen ähnlichen Filmgeschmack. Das ist wahr. Wir genießen oft dieselben Genres und Stile. Es macht immer Spaß, über Filme zu diskutieren und Empfehlungen auszutauschen. Absolut. Wir können zusammen einen Filmabend haben und danach darüber sprechen. Das klingt nach einem Plan. Wir können Popcorn machen und den Film genießen. Ich freue mich darauf, Anna. Danke, dass du es dir angesehen und mir empfohlen hast. Jederzeit, John. Ich freue mich, meine Filmentdeckungen mit Ihnen zu teilen. Lektion 2. Macht dir deine Arbeit Spaß? Hallo Anna, macht dir deine Arbeit Spaß? Ja, das tue ich wirklich. Ich finde es erfüllend und lohnend. Wie steht's mit dir? Ich habe gemischte Gefühle, was meine Arbeit angeht. Manche Tage sind besser als andere. Das ist verständlich. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am meisten? Ich genieße den kreativen Aspekt und die Möglichkeit, komplexe Probleme zu lösen. Das klingt interessant. Es ist toll, wenn du deine Fähigkeiten und Talente einsetzen kannst. Definitiv. Es gibt mir ein Gefühl von Erfüllung und Befriedigung. Das ist wichtig. Es ist erfüllend, das Gefühl zu haben, dass Ihre Arbeit einen Unterschied macht. Absolut. Wie steht's mit dir, Anna? Was gefällt dir an deiner Arbeit am meisten? Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und helfe ihnen, ihre Ziele zu erreichen. Das ist wunderbar. Das klingt, als ob sie eine menschenorientierte Rolle spielen. Ja, ich arbeite im Vertrieb, daher ist der Aufbau von Beziehungen ein großer Teil meiner Arbeit. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Das kann erhebliche Auswirkungen haben. Danke, John. Ich finde es lohnend zu sehen, wie Kunden erfolgreich und glücklich sind. Ich kann mir vorstellen. Es muss sich toll anfühlen zu wissen, dass sie zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Das tut es. Das ist einer der Gründe,
warum mir meine Arbeit so viel Spaß macht. Das ist fantastisch, Anna. Es ist wichtig, Erfüllung in dem zu finden, was wir tun. Ich stimme zu, John. Wir verbringen viel Zeit mit Arbeit, daher ist es wichtig, darin einen Sinn zu finden. Absolut. Das macht die ganze Erfahrung viel lohnender. Definitiv. Und wenn wir Spaß an unserer Arbeit haben, wirkt sich das auch positiv auf andere Bereiche unseres Lebens aus. Du hast recht. Es kann unser allgemeines Wohlbefinden und Glück verbessern. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und das zu tun, was uns Freude Dem macht. stimme ich nicht mehr zu, Anna. Auf die Suche nach Erfüllung in unserer Arbeit. Darauf ein Hoch, John. Finden wir weiterhin Freude und Sinn in dem, was wir tun. Lektion 3. Hast du Blumen im Garten gepflanzt? Hallo Anna, hast du Blumen im Garten gepflanzt? Ja, habe ich. Ich liebe es, im Garten zu arbeiten und dem Raum Farbe zu verleihen. Wie steht's mit dir? Ich habe noch keine Blumen gepflanzt. Ich bin kein guter Gärtner. Das ist okay, John. Gartenarbeit braucht Zeit und Übung. Es kann ein lohnendes Hobby sein. Ich bewundere deinen grünen Daumen. Was für Blumen hast du gepflanzt? Ich habe eine Vielzahl von Blumen wie Rosen, Gänseblümchen und Tulpen gepflanzt. Das klingt wunderschön. Ich wette, Ihr Garten wird lebendig und farbenfroh sein. Ich hoffe es. Ich habe verschiedene Blumen ausgewählt, damit sie zu jeder Jahreszeit blühen. Das ist ein kluger Ansatz. Das sorgt dafür, dass immer etwas blüht. Genau. Es sorgt für visuelles Interesse und lässt den Garten lebendig aussehen. Ich bin mir sicher, dass es ein unvergesslicher Anblick sein wird. Haben Sie Gartentipps? Ein Tipp ist, darauf zu achten, dass die Blumen genügend Sonnenlicht und Wasser bekommen. Das ergibt Sinn. Sonnenlicht und Wasser sind für ihr Wachstum unerlässlich. Regelmäßiges Beschneiden und Jäten trägt außerdem dazu bei, dass der Garten gesund und aufgeräumt bleibt. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich mich entscheide, die Gartenarbeit auszuprobieren. Es kann eine entspannende und therapeutische Aktivität sein, John. Probiere es irgendwann mal aus. Vielleicht mache ich das einfach. Wer weiß, vielleicht bekomme ich so einen grünen Daumen wie du. Man weiß nie. Gartenarbeit kann Sie überraschen und Ihnen Freude bereiten. Mir gefällt auch die Idee, frische Blumen im Haus zu haben. Absolut. Mit Schnittblumen können Sie die Schönheit des Gartens ins Haus holen. Das klingt wunderbar. Ich kann mir vorstellen, wie es den Wohnraum verschönern würde. Es verleiht jedem Raum definitiv einen Hauch von Natur und Frische. Ich schätze deine Leidenschaft für Gartenarbeit, Anna. Es ist inspirierend. Danke, John. Es ist etwas, das mir wirklich Spaß macht und in dem ich Frieden finde. Nun, ich werde auf jeden Fall in Betracht ziehen, es auszuprobieren. Vielleicht überrasche ich mich selbst. Ich freue mich für dich, John. Gärtnern kann eine wunderbare Entdeckungsreise sein. Danke für die Ermutigung, Anna. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich meinen eigenen Garten anlege. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um dir unterwegs Tipps und Unterstützung zu geben. Lektion 4. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Navigations-App zu verwenden? Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, eine Navigations-App zu verwenden? Ja, habe ich. Ich habe vor kurzem angefangen, eines zu verwenden, und es war hilfreich. Wie steht's mit dir? Ich habe noch nicht versucht, eine Navigations-App zu verwenden. Ich verlasse mich immer noch auf Karten oder frage nach dem Weg.
Eine Navigations-App kann die Dinge so viel einfacher machen. Du solltest es versuchen. Ich zögere, weil ich nicht sehr technisch versiert bin. Ist es einfach zu benutzen? Absolut. Die meisten Navigations-Apps sind benutzerfreundlich und verfügen über intuitive Benutzeroberflächen. Das ist gut zu wissen. Welche App empfiehlst du? Ich persönlich benutze Google Maps. Es ist zuverlässig und hat genaue Anweisungen. Ich habe gute Dinge über Google Maps gehört. Ich werde erwägen, es auszuprobieren. Es ist einen Versuch wert, John. Es kann Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sich an unbekannten Orten zurechtzufinden. Das ist wahr. Ich verliere mich oft in neuen Städten oder Vierteln. Mit einer Navigations-App stehen Ihnen detaillierte Wegbeschreibungen zur Verfügung. Das wäre ein Wendepunkt für mich. Keine falschen Abbiegungen und Umwege mehr. Genau. Es kann Ihre Reisen effizienter und stressfreier machen. Ich mag den Klang davon. Gibt es weitere Vorteile bei der Verwendung einer Navigations-App? Ja, viele Apps bieten Verkehrsinformationen in Echtzeit, sodass Sie überlastete Gebiete vermeiden können. Das ist nützlich, besonders in der Hauptverkehrszeit oder bei einem Unfall. Definitiv. Es hilft Ihnen bei der Auswahl der schnellsten Route und erspart Ihnen unnötige Verzögerungen. Ich verstehe, warum eine Navigations-App in solchen Situationen praktisch wäre. Außerdem können Sie nahegelegene Restaurants, Tankstellen und andere Sehenswürdigkeiten entdecken. Das ist ein netter Bonus. Es ist praktisch, diese Informationen immer zur Hand zu haben. Das ist es auf jeden Fall. Sie können neue Orte erkunden und leicht finden, was Sie brauchen. Ich bin überzeugt, Anna. Ich lade eine Navigations-App herunter und probiere sie aus. Das ist toll zu hören, John. Ich denke, Sie werden es unglaublich nützlich finden. Danke für die Empfehlung. Ich schätze Ihren Rat. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe mit der App benötigen. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank. Ich freue mich darauf, ein Profi für Navigations-Apps zu werden. Ich habe keinen Zweifel, dass du in kürzester Zeit wie ein Profi navigieren wirst, John. Lektion 5. Hast du den Bauernmarkt besucht? Hallo Anna, hast du den Bauernmarkt besucht? Ja, habe ich. Es war ein herrliches Erlebnis. Warst du schon einmal dort? Nein, habe ich nicht. Was hat dir daran am meisten Spaß gemacht? Ich habe die frischen Produkte und die lebendige Atmosphäre geliebt. Es herrschte reges Treiben. Das klingt wunderbar. Hast du etwas Besonderes gekauft? Ich habe Obst und Gemüse aus der Region gekauft. Sie schmecken fantastisch. Ich wette, das tun sie. Nichts geht über die Frische von Produkten vom Bauernhof bis zum Tisch. Absolut. Es ist großartig, lokale Landwirte zu unterstützen und ihre hochwertigen Produkte zu genießen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, eine nachhaltige und gemeindenahe Landwirtschaft zu fördern. Außerdem war die Vielfalt der verfügbaren Artikel beeindruckend. Es gab auch handwerkliche Produkte. Das ist fantastisch. Das muss eine Fundgrube an einzigartigen und hausgemachten Waren gewesen sein. Das war es. Ich habe selbstgebackenes Brot und hausgemachten Käse mitgenommen. Sie waren köstlich. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich sollte bald den Bauernmarkt besuchen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist eine großartige Möglichkeit,
mit lokalen Lebensmittelproduzenten in Kontakt Bist du zu auf treten. interessante Verkäufer oder Imbissstände gestoßen? Ja, es gab einen Verkäufer, der frisch gebrühten Kaffee und Gebäck verkaufte. Es war ein Hit. Das klingt nach einem großartigen Start in den Tag. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Du wirst nicht enttäuscht sein, John. Allein das Aroma ist einen Besuch wert. Ich kann mir vorstellen. Es muss ein Fest für die Sinne gewesen sein. Das war es wirklich. Die Farben, Gerüche und Geschmäcker waren alle unglaublich einladend. Ich freue mich darauf, es selbst zu erleben. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich Sie dazu inspirieren konnte, den Bauernmarkt zu besuchen. Es ist immer schön, neue Orte zu entdecken und lokale Unternehmen zu unterstützen. Absolut. Sag mir Bescheid, wenn du gehst. Vielleicht begleite ich Sie zu einem weiteren Besuch. Das wäre toll, Anna. Es wäre noch angenehmer, es gemeinsam zu erkunden. Ich freue mich darauf, John. Lass uns bald ein Bauernmarktabenteuer planen. Lektion 6. Fühlst du dich hungrig? Hallo Anna, hast du Hunger? Ja, bin ich. Ich habe heute Morgen das Frühstück ausgelassen. Wie steht's mit dir? Ich fange auch an, hungrig zu werden. Seit dem Mittagessen ist eine Weile vergangen. Worauf hast du Lust? Etwas Leichtes oder eine volle Mahlzeit? Ich bin offen für beides. Vielleicht ein leichter Snack, um mich bis zum Abendessen zu entspannen. Das klingt nach einem Plan. Wie wäre es mit einem Sandwich oder einem Salat? Hört sich gut an. In der Nähe gibt es ein Café, das leckere Sandwiches serviert. Perfekt. Machen wir uns auf den Weg und stillen unseren Hunger. Hast du ein bestimmtes Sandwich im Sinn? Ich neige zu einem Truthahn-Avocado-Sandwich. Was ist mit dir? Ich nehme ein klassisches Schinkenkäse-Sandwich. Einfach aber befriedigend. Tolle Auswahlmöglichkeiten. Ich nehme auch eine Beilage mit gemischtem Gemüse zu meinem Sandwich. Ich kriege vielleicht ein paar Chips dazu. Ich kann einem kleinen Knirschen nicht widerstehen. Ich verstehe. Ein bisschen Crunch verleiht der Mahlzeit eine schöne Textur. Absolut. Außerdem ist es eine gute Ausrede, um sich etwas zu gönnen. Gönnen Sie sich etwas, John. Das Leben ist zu kurz, um köstlichen Snacks zu widerstehen. Du hast recht, Anna. Wir verdienen es, unsere Mahlzeiten zu genießen und die Aromen zu genießen. Definitiv. Essen hat die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und Momente der Freude zu schaffen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es geht nicht nur um Nahrung, sondern auch um das Erlebnis. Genau. Machen wir uns also auf den Weg ins Café und stillen unseren Hunger. Ich freue mich darauf. Essen schmeckt immer besser, wenn es mit einem Freund geteilt wird. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Lass uns zusammen unser Essen genießen. Lektion 7. Hast du den Meteoritenschauer gesehen? Hallo Anna, hast du den Meteoritenschauer gesehen? Ja, habe ich. Es war ein faszinierender Anblick. Hast du es auch erwischt? Leider habe ich es verpasst. Wie war die Erfahrung? Es war atemberaubend. Der Nachthimmel war voller Sternschnuppen. Das klingt unglaublich. Ich wünschte, ich hätte es miterleben können. Es war eine seltene Gelegenheit. Der Meteoritenschauer passiert nur einmal im Jahr. Ich werde es auf jeden Fall in meinem Kalender für das nächste Jahr markieren.
Das ist eine tolle Idee. Es lohnt sich, im Voraus zu planen, um ein solches Spektakel zu Hast du erleben. besonders beeindruckende Meteore gesehen? Ja, es gab einen, der eine lange, helle Spur am Himmel hinterlassen hat. Es war atemberaubend. Wow, das muss ein unvergesslicher Moment gewesen sein. Das war es auf jeden Fall. Es erinnerte mich an die Weite und Schönheit des Universums. Es ist demütigend, über unseren Platz im Kosmos nachzudenken. Absolut. Der Meteoritenschauer erinnert uns an die Wunder jenseits unseres Planeten. Bist du irgendwo hingegangen, um es dir anzusehen? Ich fand einen abgelegenen Ort abseits der Lichter der Stadt, wo der Himmel klar war. Das ist ein kluger Schachzug. Lichtverschmutzung kann die Sichtbarkeit von Himmelsereignissen beeinträchtigen. Ja, in einem dunklen Bereich zu sein, verbessert das Erlebnis und ermöglicht eine bessere Sicht. Ich werde das auch für zukünftige Sternenbeobachtungsabenteuer im Hinterkopf behalten. Es lohnt sich, Orte mit minimaler Lichtverschmutzung aufzusuchen, um die beste Aussicht zu haben. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, das zu tun. Danke für den Tipp, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich immer, meine Liebe zur Sternenbeobachtung zu teilen. Ich weiß es zu schätzen. Den Meteoritenschauer zu beobachten, muss beeindruckend gewesen sein. Das war es wirklich. Die Natur hat eine Art, uns zu fesseln und zu inspirieren. Ich werde sicherstellen, dass ich den nächsten Meteoritenschauer nicht verpasse. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, Anna. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, du wirst bald Zeuge der Schönheit eines Meteoritenschauers werden. Lektion 8. Hast du die Babydecke fertig gestrickt? Hallo Anna, hast du die Babydecke fertig gestrickt? Ja, habe ich. Es ist wunderschön geworden. Willst du es sehen? Absolut. Ich kann es kaum erwarten, deine Handarbeit zu sehen. Hier ist es. Ich habe sanfte Pastellfarben und ein einfaches Muster verwendet. Es sieht toll aus, Anna. In diese Decke gehüllt wird das Baby so gemütlich sein. Das ist die Hoffnung. Ich wollte etwas Besonderes für den Kleinen kreieren. Du hast es definitiv geschafft. Die Handwerkskunst ist beeindruckend. Danke, John. Stricken ist für mich ein entspannendes Hobby. Wie lange hast du gebraucht, um die Decke fertigzustellen? Es dauerte ein paar Wochen engagierten Strickens. Ich habe jeden Moment genossen. Ich kann sagen, dass du viel Liebe und Sorgfalt hineingesteckt hast. Hab ich getan. Handgemachte Geschenke haben eine persönliche Note, die sie zu etwas ganz Besonderem macht. Ich stimme voll und ganz zu. Sie haben einen sentimentalen Wert und werden zu wertvollen Erinnerungsstücken. Das ist das Schöne an handgefertigten Gegenständen. Sie sind einzigartig und mit Liebe hergestellt. Hast du ein bestimmtes Muster verwendet oder es selbst entworfen? Ich bin einem Muster gefolgt, das ich online gefunden habe aber einige Änderungen vorgenommen. Es ist toll, dass Sie dem Ganzen Ihre persönliche Not verleihen konnten. Ja, es hat mir ermöglicht, es wirklich einzigartig zu machen. Ich bin mir sicher, dass die werdenden Eltern den Gedanken und die Mühe, die sie in die Sache gesteckt haben, Ich zu hoffe schätzen es. wissen werden. Handgemachte Geschenke haben oft einen besonderen Platz in den Herzen der Menschen. Absolut. Sie erinnern an die Liebe und Sorgfalt, mit der sie geschaffen wurden. Das ist die Absicht hinter dieser Decke. Ich möchte, dass das Baby Wärme und Liebe fühlt. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden, Anna. Ihr Geschenk wird in den kommenden Jahren geschätzt werden. Danke, John. Deine freundlichen Worte bedeuten mir sehr viel. Du bist willkommen, Anna. Deine Kreativität und dein Können beeindrucken mich immer wieder.
Es ist ein Hobby, das mir wirklich Spaß macht. Es macht mir Freude, etwas mit meinen eigenen Händen zu kreieren. Und es macht auch anderen Freude. Mach weiter so mit der fantastischen Arbeit, Anna. Das werde ich, John. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ermutigung. Jederzeit, Anna. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du als nächstes kreierst. Lektion 9. Hast du deinen Freund im Park getroffen? Hallo Anna, hast du deine Freundin im Park getroffen? Ja, habe ich. Wir hatten viel Spaß beim Aufholen. Wie steht's mit dir? Ich hatte keine Gelegenheit, meinen Freund kennenzulernen. Wir konnten unsere Zeitpläne nicht koordinieren. Das ist schade. Es ist immer schön, Zeit mit Freunden im Freien zu verbringen. Ich stimme zu. Der Park ist ein perfekter Ort, um sich zu entspannen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Das ist es wirklich. Wir saßen auf einer Bank und unterhielten uns stundenlang. Das klingt wunderbar. Worüber hast du gesprochen? Wir haben über unsere jüngsten Erfahrungen gesprochen, Geschichten ausgetauscht und viel gelacht. Freunde haben die Möglichkeit, selbst einfache Gespräche angenehm zu gestalten. Absolut. Es sind die Verbindung und die gemeinsamen Erinnerungen, die es zu etwas Besonderem machen. Ich werde sicherstellen, dass ich beim nächsten Mal einen konkreten Plan aufstelle, um meinen Freund im Park zu treffen. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, der Zeit mit geliebten Menschen Priorität einzuräumen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Das Leben ist hektisch, aber Freundschaften müssen gepflegt werden. Das ist wahr. Gute gemeinsame Zeit stärkt die Bindung zwischen Freunden. Hast du im Park noch etwas anderes gemacht als zu chatten? Wir machten einen Spaziergang um den Teich und fütterten die Enten. Es war ziemlich entspannend. Das klingt friedlich. Die Natur hat eine Möglichkeit, den Geist zu beruhigen und den Geist zu verjüngen. Das tut es auf jeden Fall. Der Park bietet eine erfrischende Flucht vor dem Trubel. Ich werde es mir zum Ziel setzen, den Park bald zu besuchen und seine Ruhe zu genießen. Ich bin sicher, du wirst es erfrischend finden, John. Die Natur hat eine Art, uns zu erden. Du hast recht, Anna. Es ist wichtig, eine Pause einzulegen und sich mit der Natur zu verbinden. Absolut. Es bringt ein Gefühl von Frieden und Ausgeglichenheit in unser Leben. Danke, dass du mich daran erinnert hast, wie wichtig es ist, Zeit in der Natur zu verbringen, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich Sie dazu inspirieren konnte, die Natur zu genießen. Lass uns einen Plan machen, uns das nächste Mal gemeinsam im Park zu treffen. Das würde mir gefallen, John. Das wird eine großartige Gelegenheit sein, die Natur und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Ich freue mich darauf, Anna. Lass es uns bald geschehen lassen. Lektion 10. Hattest du heute ein intensives Training oder eine anstrengende Aktivität? Hallo Anna, hattest du heute ein intensives Training oder eine anstrengende Aktivität? Ja, habe ich. Ich habe am Morgen einen langen Lauf gemacht. Wie steht's mit dir? Ich hatte ein Gewichtheben im Fitnessstudio. Es war ziemlich intensiv. Das ist großartig. Sport zu treiben ist eine fantastische Möglichkeit, gesund und fit zu bleiben. Absolut. Es hilft mir, voller Energie zu bleiben und Stress abzubauen. Ich stimme zu. Körperliche Aktivität hat zahlreiche Vorteile für unser allgemeines Wohlbefinden. Welche Übungen hast du während deines Laufs gemacht? Ich habe eine Mischung aus Jogging und Sprintintervallen gemacht, um mich selbst herauszufordern. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, die Ausdauer und die kardiovaskuläre Gesundheit zu verbessern. Es bringt mich definitiv an meine Grenzen und hilft mir, Ausdauer aufzubauen. Ich habe mich heute auf Krafttraining konzentriert und verschiedene Muskelgruppen trainiert. Das ist wichtig,
um Kraft aufzubauen und einen ausgeglichenen Körperbau aufrechtzuerhalten. Es ist auch wichtig für die allgemeine funktionelle Fitness und die Vorbeugung von Verletzungen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, auf unseren Körper aufzupassen. Hattest du bestimmte Ziele für deinen Lauf vor Augen? Mein Hauptziel war es, mein Tempo und meine Ausdauer zu verbessern. Das ist ein großartiges Ziel, auf das wir hinarbeiten müssen. Konsistenz ist der Schlüssel zum Fortschritt. Absolut. Ich versuche, Laufen zu einem festen Bestandteil meiner Fitnessroutine zu machen. Wie bleibst du motiviert, aktiv zu bleiben? Ich finde Motivation in der Art und Weise, wie ich mich durch Bewegung fühle. Es steigert meine Stimmung und mein Energieniveau. Das ist eine großartige Denkweise. Sich gut zu fühlen ist ein starker Motivator. Es hält mich definitiv am Laufen, besonders an Tagen, an denen ich keine Lust habe, Sport zu treiben. Ich verstehe. Wir haben alle diese Tage. Es ist wichtig, auch auf unseren Körper zu hören. Definitiv. Ruhe und Erholung sind genauso wichtig wie das Training selbst. Das ist eine gute Erinnerung. Richtige Ruhe ermöglicht es unserem Körper, zu heilen und stärker zu werden. Genau. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und nett zu uns selbst zu sein. Gut gesagt, Anna. Machen wir weiter so und setzen wir unsere Gesundheit weiter in den Vordergrund. Absolut, John. Wir wollen aktiv bleiben und auf uns selbst aufpassen. Prost darauf, Anna. Lassen Sie uns weiter anstrengen und die Vorteile eines aktiven Lebensstils genießen. Lektion 11. Hast du eine Karte oder GPS auf deinem Handy? Hallo Anna, hast du eine Karte oder GPS auf deinem Handy? Ja, tue ich. Es ist wirklich praktisch für die Navigation. Wie steht's mit dir? Ich habe auch eine GPS-App auf meinem Handy. Es ist ein Lebensretter, wenn ich an unbekannten Orten bin. Ich stimme zu. Es ist so praktisch, Wegbeschreibungen immer griffbereit zu haben. Haben Sie in letzter Zeit die GPS-App verwendet? Ja, erst gestern. Ich habe einen neuen Teil der Stadt erkundet und brauchte eine Wegbeschreibung. Hat dich die GPS-App genau geführt? Ja, das hat es getan. Es gab detaillierte Anweisungen und half mir, mein Ziel reibungslos zu erreichen. Das ist großartig. Die GPS-Technologie hat einen langen Weg zurückgelegt und die Navigation so viel einfacher gemacht. Absolut. Es ist schwer vorstellbar, wie wir in der Vergangenheit ohne sie ausgekommen sind. Ich erinnere mich, dass ich physische Karten benutzt und nach dem Weg gefragt habe. Es war viel schwieriger. Die Technologie hat unser Leben definitiv in vielerlei Hinsicht vereinfacht. Hat Ihre GPS-App zusätzliche Funktionen, wie Verkehrsinformationen in Echtzeit? Ja, tut es. Es informiert mich über die Verkehrslage und schlägt alternative Routen vor. Das ist wirklich nützlich, besonders bei starkem Verkehr oder Straßensperrungen. Das spart definitiv Zeit und reduziert den Stress, im Stau zu stehen. Mir gefällt auch, dass GPS-Apps oft geschätzte Ankunftszeiten angeben. Das ist eine praktische Funktion. Es hilft bei der Planung und beim Zeitmanagement. Haben Sie schon einmal Ihre GPS-App auf Reisen ins Ausland benutzt? Ja, habe ich. Es ist besonders hilfreich, wenn Sie sich in unbekannten Städten oder Ländern zurechtfinden. Es ist erstaunlich, wie Technologie uns verbindet und uns hilft, die Welt zu erkunden. Das ist es wirklich. Wir haben überall Zugang zu Informationen und Beratung. Haben Sie Tipps für die effektive Nutzung von GPS-Apps? Ein Tipp ist, sicherzustellen, dass Ihr Telefon aufgeladen ist,
bevor Sie eine Reise beginnen. Und es ist immer gut, einen Backup-Plan zu haben, falls die App nicht Das funktioniert. ist ein kluger Ansatz. Vorbereitet zu sein ist wichtig, vor allem, wenn man sich auf Technologie verlässt. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. GPS-Apps sind großartig, aber sie sind nicht unfehlbar. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich ein paar Tipps mit dir teilen konnte. GPS-Apps haben die Navigation definitiv komfortabler und effizienter gemacht. Das haben sie in der Tat. Lassen Sie uns weiterhin Technologie einsetzen, um unser Leben einfacher zu machen. Lektion 12. Wann gehst du zur Arbeit? Hallo Anna, wann gehst du zur Arbeit? Normalerweise reise ich gegen 8:30 Uhr morgens ab. Wie steht's mit dir? Ich gehe lieber etwas früher, gegen 7:30 Uhr. Ich mag es, den Verkehr zu umgehen. Das ist eine gute Strategie. Es ist wichtig, ohne Stress zur Arbeit zu kommen. Absolut. Es gibt einen positiven Ton für den Rest des Tages an. Haben Sie einen langen Weg zum Büro? Zum Glück nicht zu lange. Ich brauche im Durchschnitt etwa 30 Minuten. Das ist überhaupt nicht schlecht. Meins dauert etwa 45 Minuten. Wie pendelst du normalerweise zur Arbeit? Ich fahre mein Auto. Es gibt mir Flexibilität und Unabhängigkeit. Ich verstehe. Der Einfachheit halber bevorzuge ich auch mein eigenes Fahrzeug. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen? Das habe ich, aber es passt nicht gut zu meinem Zeitplan und Ort. Das ist verständlich. Das hängt von den individuellen Umständen ab. Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie lieber zur Arbeit fahren? Ja, es gibt mir mehr Kontrolle über meine Zeit und ermöglicht es mir, nach der Arbeit Besorgungen zu machen. Das ergibt Sinn. Es ist schön, diese Flexibilität zu haben. Hast du Tipps für eine effiziente Morgenroutine? Ein Tipp ist, alles, was Sie brauchen, am Abend zuvor vorzubereiten, zum Beispiel Ihre Tasche zu Das packen ist oder zu eine gute Mittag zu Idee. essen. Das spart Zeit und reduziert Stress am Morgen. Ein weiterer Tipp ist, etwas früher aufzustehen, um etwas Zeit für sich selbst zu haben, egal ob Sie Sport treiben, lesen oder eine Tasse Kaffee genießen. Mir gefällt dieser Vorschlag. Er gibt einen positiven Ton für den Tag an. Wie steht's mit dir, Anna? Hast du irgendwelche Tipps für die Morgenroutine? Ein Tipp ist, dem Schlaf Priorität einzuräumen und für eine gute Nachtruhe zu sorgen. Das ist entscheidend. Schlaf beeinflusst unser Energieniveau und unser allgemeines Wohlbefinden. Ich finde es auch hilfreich, eine morgendliche Checkliste zu haben, um organisiert zu bleiben. Das ist eine tolle Idee. Es hält Sie auf dem Laufenden und stellt sicher, dass nichts vergessen wird. Nun, ich fange besser bald an, mich für die Arbeit fertig zu machen. Es ist fast Zeit zu gehen. Hier gilt das Gleiche. Ich wünsche dir einen produktiven und angenehmen Tag, Anna. Danke, John. Ebenso. Lass uns einen großartigen Tag daraus machen. Lektion 13. Könnten wir den Termin auf 15 Uhr verschieben? Hallo Anna, könnten wir den Termin auf 15 Uhr verschieben? Klar, das funktioniert für mich. Ich kann meinen Zeitplan anpassen. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Flexibilität. Gar kein Problem, John. Es ist wichtig, eine Zeit zu finden, die für uns beide funktioniert. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Heute Morgen ist etwas Dringendes dazwischen gekommen. Es passiert, John. Wir alle haben unerwartete Dinge, die auftauchen.
Ich freue mich, dass du das verstehst. Danke für dein Verständnis. Natürlich, John. Wir sind ein Team und wir können zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Das ist wahr. Es ist wichtig, zu kommunizieren und bei Bedarf Alternativen zu finden. Absolut. Kommunikation ist der Schlüssel zu einem reibungslosen Arbeitsablauf. Also, der neue Termin ist für 15 Uhr bestätigt? Ja, ich werde meinen Kalender sofort aktualisieren, um die Änderung wiederzuspiegeln. Großartig. Ich werde meinerseits dasselbe tun. Klare Kommunikation ist unerlässlich. In der Tat. Es stellt sicher, dass wir auf derselben Wellenlänge sind und vermeidet jegliche Verwirrung. Ich freue mich, dass wir ohne Probleme zu einer neuen Vereinbarung kommen konnten. Ich auch, John. Es ist wichtig, in professionellen Umgebungen flexibel und anpassungsfähig zu sein. Ich schätze deine Professionalität, Anna. Danke, John. Es ist wichtig, mit Veränderungen professionell und mit Anmut umzugehen. Einverstanden. Es setzt einen positiven Ton und fördert ein produktives Arbeitsumfeld. Müssen wir noch etwas bezüglich des verschobenen Termins besprechen? Ich denke, wir haben alles abgedeckt. Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auf unser Treffen heute um 15 Uhr. Ebenso, John. Lassen Sie uns eine produktive und erfolgreiche Diskussion daraus machen. Absolut. Wir sehen uns um 15 Uhr, Anna. Wir sehen uns dann, John. Habt bis dahin einen schönen Tag. Lektion 14. Gibt es ein bestimmtes Wahrzeichen, das Sie in der Nähe kennen? Hallo Anna, gibt es ein bestimmtes Wahrzeichen, das du kennst, in der Nähe? Ja, es gibt einen wunderschönen Park nur ein paar Blocks entfernt. Er heißt Greenfield Park. Oh, ich habe von dem Park gehört. Ist es ein guter Ort zum Entspannen und Erholen? Absolut. Es hat üppiges Grün, Wanderwege und einen ruhigen See. Perfekt für etwas Ruhe. Das klingt wunderbar. Ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann ansehen. Das solltest du. Es ist auch ein beliebter Ort für Picknicks und Outdoor-Aktivitäten. Gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen in der Gegend? Ja, es gibt auch ein historisches Museum in der Nähe. Es zeigt das reiche kulturelle Erbe der Stadt. Das ist interessant. Ich lerne gerne etwas über die Geschichte verschiedener Orte. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn Sie sich für die Vergangenheit der Stadt interessieren. Gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten oder Sehenswürdigkeiten, die du empfehlen würdest? Nun, es gibt ein berühmtes Café namens The Brew Corner. Sie servieren exzellenten Kaffee und Gebäck. Ich habe immer Lust auf eine gute Tasse Kaffee. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das Ambiente dort ist gemütlich und einladend. Danke für die Empfehlungen, Anna. Es ist toll, einige lokale Einblicke zu haben. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, meine Lieblingsorte in der Gegend mit Ihnen zu teilen. Haben Sie noch andere beliebte Sehenswürdigkeiten oder versteckte Juwelen in der Stadt? Es gibt eine kleine Buchhandlung namens Bookworm Haven. Es ist ein Paradies für Buchliebhaber. Ich liebe Bücher. Ich werde auf jeden Fall einen Besuch abstatten und Ihre Sammlung erkunden. Ich bin mir sicher, dass Sie dort einige großartige Lektüre finden werden. Es ist eine bezaubernde kleine Ich freue mich Buchhandlung. darauf, all diese wunderbaren Orte zu entdecken. Nochmals vielen Dank, Anna. Freut mich, John.
Genießen Sie Ihre Erkundungen und haben Sie eine fantastische Zeit. Das werde ich, Anna. Mach's gut und wir sehen uns. Du auch, John. Hab einen schönen Tag. Lektion 15. Bist du einkaufen gegangen? Hallo Anna, bist du einkaufen gegangen? Ja, habe ich. Ich war heute früh im Supermarkt. Das ist großartig. Hast du alles gefunden, was du brauchst? Ja, ich konnte alle Artikel auf meiner Einkaufsliste bekommen. Gibt es interessante Angebote oder Rabatte im Supermarkt? Es gab einen Verkauf von frischen Produkten, also habe ich mich mit Obst und Gemüse eingedeckt. Das ist ein kluger Schachzug. Gesundes Essen ist wichtig. Absolut. Ich versuche, mehr frische Produkte in meine Mahlzeiten zu integrieren. Hatten Sie Probleme zu finden, was Sie brauchten? Nicht wirklich. Der Supermarkt war gut organisiert und alles war leicht zu finden. Das ist praktisch. Das spart Zeit und reduziert Stress. Definitiv. Effizientes Einkaufen macht einen Unterschied. Hast du daran gedacht, Milch zu kaufen? Ich bin heute Morgen ausgegangen. Ja, habe ich. Ich habe einen Karton Milch für dich. Ich bringe es morgen ins Büro. Danke, Anna. Du bist ein Lebensretter. Gar kein Problem, John. Ich helfe gerne. Hast du dieses Mal neue Produkte oder Rezepte ausprobiert? Ja, ich habe ein paar Zutaten mitgenommen, um ein neues Nudelrezept auszuprobieren, das ich online Das gefunden klingt habe. köstlich. Lass mich wissen, wie es ausgeht. Das werde ich. Hoffentlich wird es ein Erfolg. Haben Sie Tipps für einen effizienten Lebensmitteleinkauf? Ein Tipp ist, Ihre Mahlzeiten für die Woche zu planen und eine entsprechende Einkaufsliste zu erstellen. Das ist eine gute Idee. Es hilft bei der Essensplanung und verhindert zu hohe Ausgaben. Ein weiterer Tipp ist, wochentags einzukaufen, wenn der Supermarkt weniger überfüllt ist. Das ist eine kluge Strategie. Das Vermeiden langer Warteschlangen ist immer von Vorteil. Abschließend schlage ich vor, nach digitalen Gutscheinen oder Rabatten zu suchen, bevor Sie in den Laden gehen. Das ist ein toller Tipp. Etwas Geld zu sparen ist immer ein Bonus. Ich freue mich, dass du die Tipps hilfreich fandest, John. Absolut, Anna. Ich schätze deine Erkenntnisse. Jederzeit, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Einkaufstipps benötigen. Wird reichen. Nochmals vielen Dank, Anna. Hab einen schönen Tag. Du bist willkommen, John. Du auch. Lektion 16. Wann wäre ein guter Zeitpunkt für dich zu gehen? Hallo Anna, wann wäre ein guter Zeitpunkt für dich zu gehen? Normalerweise beende ich meine Arbeit gegen 5:30 Uhr abends. Wie steht's mit dir? Ich versuche, bis 6 Uhr fertig zu sein. Also, jederzeit danach funktioniert das für mich. Das ist großartig. Dann können wir zusammen gehen. Klingt nach einem Plan. Es ist immer schön, auf dem Heimweg Gesellschaft zu haben. Ich stimme zu. Es macht das Pendeln angenehmer. Haben Sie spezielle Vorlieben für die Zeit Ihrer Abreise? Nicht wirklich. Solange es nach der Arbeit ist, bin ich flexibel. Das ist gut zu wissen. Wir können alle anstehenden Aufgaben oder Besprechungen berücksichtigen. Genau. Es ist wichtig, dass wir unsere Aufgaben erledigen, bevor wir gehen.
Gibt es etwas, um das du dich kümmern musst, bevor du gehst? Ich muss nur ein paar E-Mails zusammenpacken und meinen Schreibtisch organisieren. Sollte nicht zu lange dauern. In Ordnung, ich werde sicherstellen, dass ich auch meine Aufgaben erledige. Großartig. Es ist immer gut, den Arbeitsbereich sauber und organisiert zu hinterlassen. Einverstanden. Es gibt einen positiven Ton für den nächsten Tag an. Gibt es Faktoren, die wir bei unserer Abflugzeit berücksichtigen sollten? Wir sollten die Verkehrsbedingungen überprüfen und entsprechend planen. Das ist ein gutes Argument. Der Verkehr in der Hauptverkehrszeit kann ziemlich stark sein. Wir können auch persönliche Verpflichtungen oder Termine berücksichtigen. Ja, es ist wichtig, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Gibt es noch etwas, das wir bezüglich unserer Abfahrtszeit besprechen sollten? Ich denke, wir haben alles abgedeckt. Lasst uns einen reibungslosen Abflug anstreben. Absolut. Ich schätze deine Koordination, Anna. Kein Problem, John. Wir sind ein Team und Teamwork macht alles einfacher. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Lass uns einen produktiven Tag haben und pünktlich abreisen. Klingt nach einem Plan, John. Lass es uns geschehen lassen. Hab einen schönen Tag, Anna. Du auch, John. Pass auf dich auf. Lektion 17. Wie wäre es, wenn wir die Veranstaltung um 9 Uhr beginnen? Hallo Anna, wie wäre es, wenn wir die Veranstaltung um 9 Uhr beginnen? Das klingt nach einem guten Plan. So haben wir genug Zeit, um uns einzurichten, bevor die Teilnehmer ankommen. Ich stimme zu. Ein früher Start sorgt für einen reibungslosen Start der Veranstaltung. Denken Sie, dass 9 Uhr morgens eine günstige Zeit für die Teilnehmer ist? Ich glaube schon. Es ist eine angemessene Stunde und Sie haben den Rest des Tages Zeit für andere Aktivitäten. Das ist wahr. Wir wollen Ihre Zeit und Ihre Verpflichtungen respektieren. Sollen wir eine formelle Einladung mit der aktualisierten Startzeit verschicken? Ja, auf jeden Fall. Es ist wichtig, die Änderung allen Teilnehmern mitzuteilen. Ich kümmere mich um den Versand der Einladungen. Haben Sie die aktualisierte Agenda fertig? Ja, ich habe die notwendigen Anpassungen an der Tagesordnung vorgenommen. Ich werde es mit dir teilen. Perfekt. Sobald wir die Startzeit der Veranstaltung bestätigt haben, können wir die Agenda finalisieren. Einverstanden. Wir können auch alle Gastredner oder Moderatoren über die neue Zeit informieren. Guter Punkt. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten gut informiert sind. Gibt es noch etwas, das wir bezüglich der Startzeit der Veranstaltung beachten sollten? Wir sollten die Verfügbarkeit des Veranstaltungsortes um 9 Uhr überprüfen und sicherstellen, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen wurden. Richtig. Wir möchten sicherstellen, dass alles eingerichtet und bereit ist, bevor die Teilnehmer ankommen. Sollten wir ein kurzes Treffen mit dem Veranstaltungsteam vereinbaren, um die Logistik zu besprechen? Ja, das wäre hilfreich. Wir können die Details durchgehen und die Aufgaben entsprechend zuweisen. Ich schicke eine Einladung zum Meeting an das Team. Wie wäre es morgen Nachmittag? Hört sich gut an. Morgen Nachmittag sollte für die meisten Teammitglieder funktionieren. Großartig! Wir haben die Möglichkeit, auf alle Bedenken oder Fragen einzugehen, die Sie möglicherweise haben. Für eine erfolgreiche Veranstaltung ist es wichtig, ein einheitliches und gut vorbereitetes Team zu haben. Absolut. Zusammenarbeit und effektive Kommunikation sind entscheidend. Gibt es noch andere Überlegungen oder Faktoren, die wir berücksichtigen sollten? Wir sollten auch die Dauer der Veranstaltung berücksichtigen. Passt 9 Uhr morgens gut zum Zeitplan? Ja, ich glaube schon.
Wir können die Veranstaltung so planen, dass sie am späten Nachmittag oder frühen Abend endet. Das sollte den Teilnehmern ausreichend Zeit geben, um an der Veranstaltung teilzunehmen und sich daran zu beteiligen. Perfekt. Lassen Sie uns dann mit dem Plan fortfahren, die Veranstaltung um 9 Uhr zu beginnen. Einverstanden. Ich schätze Ihren Beitrag und Ihre Zusammenarbeit, Anna. Ebenso, John. Gemeinsam können wir diese Veranstaltung zu einem Erfolg machen. Danke, Anna. Bleiben wir konzentriert und arbeiten wir auf ein unvergessliches Ereignis hin. Absolut. Ich freue mich über die Möglichkeiten. Lassen Sie uns das verwirklichen. Lektion 18. Haben Sie darüber nachgedacht, zum Mittagessen zum Mitnehmen zu bestellen? Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, zum Mittagessen zum Mitnehmen zu bestellen? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe heute keine Lust zu kochen. Ich verstehe. Manchmal ist es schön, eine Pause vom Kochen einzulegen. Definitiv. Es kann anstrengend sein, jeden Tag Mahlzeiten zuzubereiten. Hast du Lust auf eine bestimmte Küche? Ich hatte Lust auf Sushi. Wie steht's mit dir? Sushi klingt großartig. Ich habe Lust auf leckere Brötchen. Sollen wir in unserem Lieblings-Sushi-Restaurant bestellen? Absolut. Sie haben eine Vielzahl von Optionen auf Ihrer Speisekarte. Das ist wahr. Wir können verschiedene Arten von Sushi-Rollen probieren. Möchten Sie die Bestellung jetzt aufgeben oder etwas länger warten? Ich denke, wir können weitermachen und die Bestellung aufgeben. Ich werde hungrig. In Ordnung, lassen Sie uns auf Ihrer Website oder App nach dem Menü suchen und die Bestellung aufgeben. Klingt nach einem Plan. Ich werde es auf Ihrer Website nachschlagen. Während du das tust, sammle ich unsere Präferenzen und erstelle eine Liste. Großartig. Wir können sicherstellen, dass wir alle unsere Lieblingsbrötchen bestellen. Haben Sie irgendwelche diätetischen Einschränkungen oder Vorlieben, die wir berücksichtigen sollten? Nein, ich bin offen dafür, verschiedene Brötchen auszuprobieren. Wie steht's mit dir? Mir geht es genauso. Mir macht es Spaß, neue Geschmacksrichtungen und Kombinationen zu entdecken. Das ist gut. Das gibt uns mehr Optionen zur Auswahl. Haben Sie Ihre Liefer- oder Abholoptionen überprüft? Ja, sie bieten sowohl Lieferung als auch Abholung am Straßenrand an. Welches bevorzugst du? Ich bin mit beiden Optionen einverstanden. Was ist bequemer für dich? Ich denke, die Abholung am Straßenrand wäre schneller und flexibler. Einverstanden. Wir können vorbeikommen und die Bestellung auf dem Heimweg abholen. Das klingt nach einem Plan. Ich freue mich auf leckeres Sushi. Ich auch. Ich kann diese frischen und würzigen Brötchen schon probieren. Lassen Sie uns die Bestellung aufgeben und uns auf ein leckeres Mittagessen freuen. Absolut. Danke für den Vorschlag zum Mitnehmen, Anna. Kein Problem, John. Es ist immer schön, sich ab und zu etwas zu gönnen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Lasst uns unser Essen genießen. In der Tat. Guten Appetit, John. Guten Appetit, Anna. Lektion 19. Können Sie die Ausrüstung bis 18 Uhr zurückgeben? Hallo Anna, kannst du die Ausrüstung bis 18 Uhr zurückgeben? Ich fürchte, ich werde es nicht bis 18 Uhr schaffen können. Gibt es irgendwelche Flexibilität bei der Frist? Die Frist ist ziemlich knapp, aber lassen Sie mich prüfen, ob wir sie etwas verlängern können. Danke, John. Ich weiß deine Mühe zu schätzen. Ich habe mit dem Team gesprochen und wir können die Frist bis 19 Uhr verlängern. Funktioniert das für Sie?
Das ist eine Erleichterung. Ja, 19 Uhr sollte für mich machbar sein. Danke für die Entgegenkommen. Du bist willkommen, Anna. Wir verstehen, dass manchmal unerwartete Situationen auftreten. Ja, leider geriet ich auf dem Rückweg in einen Stau. Der Verkehr kann unberechenbar sein. Ich freue mich, dass wir eine Lösung gefunden haben. Ich auch. Ich werde dafür sorgen, dass die Ausrüstung umgehend bis 19 Uhr zurückgegeben wird. Das wäre großartig. Wir haben ein anderes Team, das es morgen benutzen muss. Ich verstehe die Dringlichkeit. Ich werde es priorisieren, es pünktlich zurückzugeben. Ich schätze deine Kooperation, Anna. Es hilft, einen reibungslosen Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten. Kein Problem, John. Wir sind ein Team und unterstützen uns gegenseitig. Kann ich etwas tun, um Ihnen beim Rückgabeprozess zu helfen? Ich glaube, ich habe alles unter Kontrolle. Aber ich gebe dir Bescheid, wenn ich Hilfe brauche. Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn ich etwas tun kann. Ich schätze deine Unterstützung, John. Es ist gut zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Absolut, Anna. Wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen und unsere Ziele zu erreichen. Das ist der Geist. Stellen wir sicher, dass die Ausrüstung in gutem Zustand zurückgegeben wird. Definitiv. Wir wollen die Qualität und Funktionalität unserer Ressourcen erhalten. Ich werde alles noch einmal überprüfen, bevor ich es zurückschicke, um sicherzustellen, dass es in der Das richtigen ist für dich Reihenfolge ist. verantwortlich, Anna. Ich vertraue auf deine Liebe zum Detail. Danke, John. Ich bin stolz auf meine Arbeit und strebe nach Exzellenz. Das merkt man, Anna. Ihr Engagement ist lobenswert. Ich schätze deine freundlichen Worte, John. Lassen Sie uns weiterhin effektiv zusammenarbeiten. Absolut. Wir sind ein großartiges Team, Anna. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Lasst uns weitermachen mit der guten Arbeit. Klingt nach einem Plan. Hab einen produktiven Tag, Anna. Du auch, John. Pass auf dich auf. Lektion 20. Welche Fähigkeiten sind wichtig für deine Rolle? Hallo Anna, welche Fähigkeiten sind wichtig für deine Rolle? In meiner Rolle sind gute Kommunikationsfähigkeiten entscheidend. Ich stimme zu. Effektive Kommunikation ist für eine reibungslose Zusammenarbeit unerlässlich. Ich finde auch Fähigkeiten zur Problemlösung wichtig. Problemlösung ist definitiv eine wertvolle Fähigkeit. Es hilft bei der Bewältigung von Herausforderungen. Anpassungsfähigkeit ist eine weitere Fähigkeit, die ich für wichtig halte. Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Ihnen, durch Veränderungen und unerwartete Situationen zu navigieren. Zeitmanagement ist auch eine wichtige Fähigkeit für meine Rolle. Zeitmanagement hilft Ihnen, Aufgaben zu priorisieren und Termine einzuhalten. Die Liebe zum Detail finde ich auch entscheidend. Die Liebe zum Detail gewährleistet Genauigkeit und Qualität Ihrer Arbeit. Ich glaube, dass Führungsqualitäten auch wichtig sind, auch wenn sie nicht in einer Führungsposition sind. Absolut. Führungsqualitäten helfen dabei, Initiative zu ergreifen und andere positiv zu beeinflussen. Kontinuierliches Lernen ist eine Fähigkeit, von der jeder in jeder Rolle profitieren kann. Das Lernen neuer Dinge hält uns auf dem Laufenden und hilft uns, beruflich zu wachsen. Ich denke auch, dass Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit von entscheidender Bedeutung Gut sind. mit anderen zusammenzuarbeiten und ein Teamplayer zu sein, tragen zu einem harmonischen Arbeitsumfeld bei. In der heutigen digitalen Welt wird es immer wichtiger, technisch versiert zu sein. Ja,
Ein gutes Verständnis der Technologie kann die Effizienz und Produktivität verbessern. Ich finde auch, dass kritisches Denken eine wichtige Fähigkeit ist. Kritisches Denken ermöglicht es Ihnen, Situationen zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Und vergessen wir nicht die emotionale Intelligenz. Es ist wichtig für den Aufbau von Beziehungen. Emotionale Intelligenz hilft dabei, Kollegen und Kunden zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen. Stimmt. Schließlich glaube ich, dass eine positive Einstellung eine wertvolle Fähigkeit für jede Rolle ist. Eine positive Einstellung schafft ein förderliches Arbeitsumfeld und fördert die Produktivität. Ich denke, wir haben ein breites Spektrum wichtiger Fähigkeiten abgedeckt, John. In der Tat, Anna. Diese Fähigkeiten sind ein wertvolles Kapital auf unserer beruflichen Laufbahn. Lassen Sie uns diese Fähigkeiten weiter verbessern und weiterentwickeln, um in unseren Rollen hervorragende Leistungen Absolut, zu Anna. erbringen. Kontinuierliche Verbesserung ist entscheidend,